Ich habe das beste Talent der Welt in die Landesliga nach Hamburg gesteckt. Heute schauen wir uns den Höhepunkt seiner Karriere an. Der Junge heißt Mats Fiete Burmester und hat schon einen langen Weg hinter sich. Schaut euch unbedingt die ersten beiden Folgen an, die Videos sind kurz und knackig, ihr seid also schnell wieder hier. Mats Fiete ist in der Landesliga Hamburg gestartet, wurde schon in der ersten Saison nach Leverkusen gelost und ist da binnen weniger Jahre zu einem der besten Spieler herangereift. Mittlerweile spielt er Nationalmannschaft und steht kurz vor dem größten Wechsel seiner Karriere. Genau an dieser Stelle steigen wir im Jahr 2030 wieder ein. Wir kümmern uns zuerst um den ersten richtig großen Schritt für die deutsche Nationalmannschaft. Es ist Sommer, WM-Zeit und Burmester wurde von Nationaltrainer Dieter Hecking, logisch, wer sonst, in den Kader für das Turnier in England berufen. Und dieser Kader sieht so aus. Ein paar der Älteren sind noch mit dabei, besonders Jo Kimmich ist mit seinen 35 Jahren immer noch ein absoluter Stützpfeiler der Mannschaft. Ansonsten finden wir neben bekannten Namen auch eher unbekannte, das sind neue Jugendspieler aus den Akademien der Vereine. Besonders Mirko Erde steht im Rampenlicht, er spielt bei Tottenham und ist mit der beste Offensivspieler der deutschen Mannschaft. Burmester wurde als Achter nominiert, kann aber eben auch auf die 10, die Außen oder den Sturm ausweichen, der Traum eines jeden Trainers. Moukoko und Musiala muss ich natürlich auch noch erwähnen, Musiala spielt immer noch bei den Bayern und Moukoko ist Sturmpartner von Erling Haaland in einem Man City Dream Team. Also, schauen wir uns mal die deutsche Gruppe an. Deutschland, das mit 3 WM-Titeln aus den letzten 4 Turnieren anreist, muss gegen Kamerun und Honduras ran. Und ja, die Weltmeisterschaft wird mittlerweile mit 48 Teams in Dreiergruppen ausgespielt. Das Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft fand gegen Kamerun statt und war die Bühne für die Show eines Mannes, Jamal Musiala. Er traf 3-mal und führte Deutschland zum ersten Sieg. Burmester saß übrigens 90 Minuten lang auf der Bank. Spiel 2 und hier durfte Mats Fiete ran. Ich zeige euch die Highlights dieses Mal übrigens im 2D-Modus. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das oder die 3D-Darstellung wie in den letzten Videos besser findet. Gegen Honduras machte die deutsche Mannschaft ein tolles Spiel und ließ den überforderten Mittelamerikanern keine Chance. Am Ende steht es 3-0, Mats Fiete stand das ganze Spiel auf dem Platz und legte Moukoko ein Tor vor. Weiter in die K.O.-Runde. Im Achtelfinale ging es dann gegen die Schweden und hier gab es für Mats Fiete den schönsten Moment seiner bisherigen Karriere. Das erste WM-Tor erzielte der Junge vom FTSV Altenwerder in der ersten Spielminute. Er wird nicht wirklich attackiert und schließt überlegt in die lange Ecke ab. Die Schweden gleichen dann 24. aus, bevor schon wieder Jamal Musiala in der 30. Minute per Elfmeter auf 2:1 erhöht. Das war's dann auch, Deutschland schlägt Schweden und zieht ins Viertelfinale ein. Dieses Spiel wird ein ganz großes und auch der Rahmen passt. Brasilien gegen Deutschland im Old Trafford. Und Hecking vertraut Burmester. Wer ein enges Spiel erwartet hat, der hat sich getäuscht. Deutschland dominiert die Südamerikaner und gewann durch Tore von Wirtz nach Burmester-Vorlage und Vogler mit 2:0. Es lief richtig gut. Schöner Fußball, viele Tore. Wird das etwa der 3. WM-Titel in Folge? Halbfinale. Tottenham Hotspur Stadium und der Gegner ist kein geringerer als Gastgeber England. Es ist ein erwartbar enges Spiel, in dem Deutschland durch Musiala in Führung geht. Nach 73 Minuten springt der Dortmunder Jan Boller unter einem Ball durch und es steht 1:1. Aber ein Musiala-Elfmeter in der 83. befördert Deutschland ins 3. WM-Finale in Folge. Der Gegner ist Italien, absoluter Angstgegner. Und Burmester spielt in diesem Finale tatsächlich von Beginn an und startet rechts außen. Den 90.000 bietet sich ein finaltypisches Kampfspiel, in dem Deutschland allerdings, wie hier in der 12. Minute durch Wirtz, die besseren Chancen hatte. 87. Minute und wieder ist die deutsche Mannschaft im Angriff, Flanke Musiala, Abschluss Wirtz, gehalten. Das war die letzte nennenswerte Szene der regulären Spielzeit und auch in der Verlängerung passierte so gar nichts, Elfmeterschießen um den WM-Titel. Sowohl die Italiener als auch die Deutschen zeigten Nerven, es steht 2:1, den 5. Elfmeter für Deutschland schießt Boller und verschießt. Fratesi muss jetzt nur noch treffen und das macht er. Angstgegner bleibt Angstgegner und Italien ist Weltmeister. Dennoch spielte Deutschland ein tolles Turnier, die beste Leistung mit 8 Toren lieferte mit Abstand Jamal Musiala ab. Aber auch Burmester machte seine Sache gut. Ein WM-Vizetitel, ein Tor, 2 Vorlagen und ein Haufen neuer Erfahrungen sind eine gute Bilanz für unser Landesliga-Talent. Übrigens haben fast 93% von euch diesen Kanal noch nicht abonniert. Wenn es euch gefällt, dann drückt doch mal auf den roten Knopf unter dem Video. So, jetzt widmen wir uns mal wieder dem Vereinsfußball. Hier steht die große Entscheidung über Burmesters Wechsel an. Sein Vertrag bei Leverkusen läuft aus und er hat mehrere Angebote auf dem Tisch. Logisch. Wir machen es kurz. Burmester wechselt zu den Bayern. Er verdient gute 10 Millionen, das nimmt man mal so eben mit. Mats Fiete will unbedingt deutscher Meister werden und dieses Ziel, ja, das wird er auch erreichen. Trainer ist auch im Jahr 2030 noch Julian Nagelsmann und die Mannschaft ist gespickt mit Weltklasse-Spielern. Der letzte Titel in der Champions League ist allerdings 10 Jahre her, hier soll Burmester helfen. Saison 1, die Bayern werden Meister und verlieren nur das letzte Spiel gegen Schalke. Burmester steht 30 Mal auf dem Platz, legt 8 Tore vor und erzielt 5 selbst. Dabei spielt der Meister eine offensive Achterrolle. In der Champions League steht er jedes Mal auf dem Platz. Die Bayern bulldozern sich wie gewohnt durch die Gruppenphase. Im Achtelfinale kommt dann allerdings Newcastle und die Bayern verlieren.
Vielleicht ja nächstes Jahr. In 2032 sind die Bayern zumindest in Deutschland nicht zu schlagen. 92 Punkte, Meister. Auch den Pokal gewannen die Bayern komfortabel mit 3:0 gegen Mats Fites Ex-Verein Leverkusen im Finale. Mats Fiete ist rein auf seine Fähigkeiten bezogen mittlerweile unbestritten einer der besten Spieler der Welt. Auf den ganz großen persönlichen Ruhm wartet er allerdings noch. Bei Leverkusen konnte er glänzen, bei den Bayern gehört da schon ein bisschen mehr dazu, um herauszustechen. Apropos herausstechen, das tun die Bayern in der Champions League schon wieder nicht. Weiter in der Gruppenphase, raus im Achtelfinale. Konstant sind sie ja, die Bayern. Übrigens ist dieses Jahr Europameisterschaft in Schottland und Wales. Schauen wir mal rein. Trainer der Nationalmannschaft ist weiterhin Dieter Hecking. Er nominiert eine ähnliche Mannschaft wie zur WM in England. Wir machen es schnell. Gruppenphase ohne Punktverlust überstanden. Slowenien mit 2 Burmeister-Toren geschlagen. Gegen England verloren. Hecking raus. Weiterhin kein großer internationaler Titel für Burmeister, der mittlerweile 27 ist. 2033 sind die Bayern wieder Meister und Pokalsieger geworden. Im Champions League Viertelfinale hatte Nagelsmanns Mannschaft gegen Liverpool das Nachsehen. Mats Fiete hat dieses Jahr übrigens einen neuen Vertrag bei den Bayern unterschrieben. Er verdient bis 2036 jetzt insgesamt über 70 Millionen Euro. Er ist jetzt Topverdiener bei den Bayern und zieht an Musiala, Gravenberch und Gubitaka, der vor 5 Jahren aus Lorient geholt wurde, vorbei. 2034 ist besonders deswegen interessant, weil wieder WM-Jahr ist. Aber zunächst Pflichtprogramm. Die Bundesliga wurde dieses Mal ein wenig knapper entschieden und der Pokal war im Halbfinale gegen Wolfsburg Ende. Eine etwas schwächere Saison der Bayern, bis auf die Champions League. Hier hat die Mannschaft eine richtig starke Spielzeit und einen richtig starken Burmeister. Er allein traf 6 Mal in der Champions League, wurde damit seiner Bezahlung gerecht und führte den Bayern tatsächlich bis ins Finale. Hier ging es gegen Manchester City. Haaland fiel wegen eines Achillessehnenrisses aus, die Chance für die Bayern. Burmeister spielt und es geht super los im Olympiastadion Berlin. Jamal Musiala, der mittlerweile eine Ikone bei den Bayern ist, trifft in der 36. Die 92.000 sehen ein enges Spiel zwischen 2 Weltklasse-Mannschaften und einem Weltklasse-Stürmer. Moukoko sorgt in der 68. fürs 1:1. In der 80. gibt es Elfmeter für Man City. Sobral tritt an und verwandelt. Spiel vorbei, Man City holt den Henkelpott und Burmeister ist mal wieder trauriger Verlierer. Bisher eine tragische Karriere, die ganz großen Momente sind noch nicht so ganz Design. Next Step, WM in Südkorea. Trainer der Nationalmannschaft ist mittlerweile Heiko Herrlich. Das ist der Kader, ein paar bekannte Namen sind noch mit dabei. Burmeister wird gesetzt sein, besonders spannend ist dieses Jahr Thorsten Engler. 23 Jahre alt und pfeilschnell, er komplettiert eine richtig tolle Offensive. Tolle Offensive ist übrigens ein gutes Stichwort für die Gruppenphase. Aus den ersten beiden Spielen gegen Kolumbien und Syrien geht Deutschland mit einem Torverhältnis von 15:0 raus. Das 13:0 gegen Syrien ist neuer WM-Rekord. Mats Fiete bleibt hier allerdings kurioserweise ohne Scorer. Noch schlimmer sogar, er zerrt sich die Wade. Was heißt das? Turnier aus. So bitter, das sollte doch eigentlich seine WM werden. Deutschland schießt sich aber ohne ihn weiter bis ins Halbfinale, ohne auch nur ein Gegentor zu bekommen und unterliegt dann, logisch, Italien im Halbfinale. Am Ende wird's Platz 3. In 2035 passiert nichts Wildes, die Bayern werden Meister, holen den Pokal und fliegen früh in der Champions League raus. An Burmeister lag's nicht. Er traf in 8 Champions League Spielen 5 Mal und lieferte 2 Assists. 2036 verlängert Burmeister seinen auslaufenden Vertrag um ein weiteres Jahr. Es bleibt bei ca. 21 Millionen Euro Jahresgehalt. Mittlerweile ist er 31, der große Titel seiner Karriere muss doch irgendwann kommen. Meister und Pokalsieger wird er mit den Bayern auch dieses Jahr wieder, aber in der Champions League läuft's einfach nicht. Nachdem Clubs wie Arsenal, Barcelona, Liverpool und Chelsea geschlagen wurden, trafen die Bayern auf RB Leipzig im Halbfinale und verloren im Elfmeterschießen. Leipzig holt die Champions League und Burmeister guckt mal wieder in die Röhre. Wir haben mal wieder ein rundes Jahr, das heißt Europameisterschaft. Griechenland, die Slowakei und Serbien konnten auch dank Burmeister-Scorern ausgeschaltet werden. Im Viertelfinale kam dann Belgien und gewann in Gelsenkirchen 13:0 gegen die Truppe von Thomas Tuchel. Tuchel raus, Burmeister bleibt weiterhin ohne seinen großen Titel. 2037 folgt Burmeisters nächste Vertragsverlängerung, er unterschreibt bis 2039. Bei den Bayern zählt er jetzt neben unter anderem Paul Breitner, Bastian Schweinsteiger und Franck Ribéry übrigens zum erlesenen Kreis der Ikonen. Hilft das? Nope. In der Bundesliga gibt es einen neuen Meister, RB Leipzig holt die Schale und die Bayern werden nach 24 Meistertiteln in Folge das erste Mal geschlagen. Und auch den Pokal holen die Sachsen, der FC Bayern unterliegt dem späteren Pokalsieger im Viertelfinale. In der Champions League ist wieder im Halbfinale Ende, dieses Mal gegen Liverpool. 2038 ist WM-Jahr und wahrscheinlich Burmeisters letzte Chance, seine Karriere mit dem ganz großen Erfolg zu krönen. Bundesliga und Pokal sind nicht der Rede wert, wir gehen direkt zur WM nach Südafrika. Deutschland, jetzt von Markus Gisdol trainiert, muss unter Vuvuzela-Lärm gegen Japan und Costa Rica ran. Vorne drin haben wir die interessante Namenskombination Engler, Engel und Erdl. Also, die Gruppenphase ist gewohnt torgewaltig gelaufen, Burmeister trifft 2-mal. Im 16. Finale glänzt Burmeister wieder mit 2 Toren, Marokko wird 5:1 geschlagen. Dann Achtelfinale gegen die Niederlande. Enges Spiel, aber Deutschland gewinnt. Thorsten Engler, der mittlerweile 25 Millionen Euro in Paris verdient, schießt das einzige Tor für Deutschland.
Burmester stand nicht auf dem Platz, er war angeschlagen. Viertelfinale gegen Irland und hier wurde es überraschend eng. Deutschland hatte eine Menge Chancen, schafft es aber nicht mehr als ein Tor gegen die ab der 60. Minute nur noch zu 10 spielenden Iren zu schießen. Am Ende entschied das Elfmeterschießen und Deutschland zog ins Halbfinale ein. Brasilien gegen Deutschland vor 109.000 Zuschauern in Soweto. Am Ende entscheidet ein Tor. Erdl auf Engler, drin. Deutschland zieht ins Finale ein, gegen England. In diesem Spiel vertraute Gisdol den erfahrenen Jungs. Adeyemi, mittlerweile 36, Burmester und Moukoko spielten vorne drin, dahinter ein 35-jähriger Flo Wirtz. Das Spiel startet denkbar günstig für Deutschland. In der 21. Minute sieht Carlo Travis rot. Nach 29 Minuten bekommt Deutschland einen Elfmeter. Karim Adeyemi nimmt sich der Sache im letzten Spiel seiner Karriere an und trifft. 41. Minute, Ausgleich Alex Pitt. In der zweiten Halbzeit bemüht sich die deutsche Mannschaft. Große Chancen gibt es jetzt aber nicht mehr. Aber dann, Burmester, Wirtz, Tor. Deutschland führt und muss jetzt nur noch eine halbe Stunde gegen 10 Engländer überstehen. In der 90. Minute passiert dann aber das, was passieren muss. Coney trifft. Verlängerung. Hier wurde es zäh, beide Teams waren jetzt platt. Wenn was geht, dann nach Standards. Dahmen steigt hoch und köpft das Ding nach einer Ecke rein. 3:2. Noch 10 Minuten. 120. Minute jetzt. Unsworth auf Pitt. Der findet Coney und Tor. Ausgleich. Aber der Linienrichter hebt die Fahne. Coney stand im Abseits. Das war die letzte Chance des Spiels und Deutschland wird unter Markus Gisdol Weltmeister. Und Burmester hat seine lange Karriere endlich gekrönt. Ein Titel fehlt aber noch, die Champions League. Nachdem Leipzig 2041 Meister wurde und die Bayern im Pokal in der ersten Runde gegen Cottbus ausschieden, ging es europäisch richtig ab. Die Bayern und Burmester, der mit 35 tatsächlich fast jedes Spiel auf dem Platz stand, spielten eine tolle Saison und kamen bis ins Finale. Dort ging es dann gegen Atletico Madrid, enges Spiel, keine Tore bis zur 116. Spielminute. Eigentor von Bayerns Vargas und Burmester verliert das nächste Finale. Nach diesem Spiel beendet Vereinslegende Julian Nagelsmann seine fast 20-jährige Zeit beim FC Bayern und das leider ohne Champions League-Titel. Und auch Burmester wechselt nochmal. Sein Ziel? Klar, Atletico Madrid. Die nächste Saison wird seine letzte werden, aber besonders erfolgreich war sie nicht. In der Liga wird Atletico Dritter, in der Champions League ist gegen Man City Ende und die Copa del Rey gewinnt Real. Die Saison ist vorbei und auch die Karriere unseres Jungen aus der Landesliga vom FTSV Altenwerder. Am Ende holt er 9-mal die Bundesliga, 5-mal den Pokal, 3-mal die Europa League, 2-mal den UEFA Supercup und am wichtigsten einmal die Meisterschaft. Ich hätte mir ehrlich gesagt mehr Wechsel in seiner Karriere gewünscht, aber man kann ja nicht alles haben. Falls ihr euch schon immer gefragt habt, was passieren würde, wenn die Bayern einen Amateurtorwart im Tor stehen hätten, dann seid ihr bei diesem Video genau richtig. Viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal.